Ja. Nein, ja, da Klonowi. Schau mal diese andere, die Handsäge, das ist Stichsäge. Starosche, Garage, was heißt das? Kazu, Wakaja, Mala, Mini. Also, Liga, Gott, Casemiro, bestimmt. Ramio! Und ihr seht auf jeden Fall, sobald er steht, meine Augen gehen zu, alles geht zu, ich krieg Gänsehaut, sogar untenrum komme ich Gänsehaut. Ja, Mann. Yo Leute, was geht ab? Remy ist wieder back am Start für euch. Ich bin auf jeden Fall gerade meine Freunde mit meinem Daddy. Was machen wir hier, Lo? Ich will mir hier in der Garage einen Kamin bauen. Und wer kam auf die Idee? Rami, du wolltest ja also auf jeden Fall finanziell, Rami hat das übernommen und das habe ich gesagt, hier gerne, also Arbeitsbereich hier gerne, kein Problem, mache ich das. Freunde, auf jeden Fall habe ich mich für diesen Kamin hier entschieden. Der sieht echt Bombe aus, der passt auch genau zu unserem Fernseher. Was sagst du? Auf. Was sagst du zum Kamin? Sag mal deine Meinung. Hast du Lust drauf? Rami hat gekauft, hat Überraschung für Papa gemacht, weil das war Papa Traum, ne? Traum, okay? Einen Kamin haben und da drin Winter anmachen. Genau. بعد ياخد كمين اني شوي بنت قطي كان كمين كان كي قشا راسي تقوم وصلي بقادي Ja, ne? Ja. Das war echt sein Traum, dass er hier so in der Garage abends sitzt. Habibis, das ist eine Garage, vergisst das nicht. Ich will euch einfach nur eine kleine Sache sagen. Tut was Gutes für eure Eltern. Gebt das Geld nicht so mäßig, wenn ihr rausgeht. Könnt ihr auch gerne ausgeben, wenn ihr so mäßig feiern, meiern, diese Alkohol oder sonstiges. Tu ein bisschen Restgeld, so was du noch hast am Ende des Monats oder Anfang des Monats. Gib auf jeden Fall was deinen Eltern zurück, damit die halt sehen, tamam. Der geht duschen, essen, schlafen, fühlt sich wie ein Hotel hier, zahlt nichts, dies, das. Irgendwann, die denken sich auch so, tamam, kannst du ein bisschen was dazugeben, mäßig. Und deswegen dachte ich mir ganz einfach, Rami, weißt du was? Mein Bruder hat einen fetten Wagen gekauft, ne? Für meine Mutter. Und Freunde, die Woche darauf habe ich mir überlegt, wir gehen mit meiner Mutter einen Tag lang shoppen und sie darf sich kaufen, was sie möchte. Und ich schicke sie da rein in diesen Center und dann kann sie sich Freiraum entscheiden, was sie kaufen möchte. Wallah, sie soll sich holen und tun und machen, was sie möchte. Freunde, wir haben Glaswolle drin. Ihr glaubt gar nicht, wie viel wir da drin haben. Deswegen, und das muss einfach raus. Hätten wir damals daran gedacht, hätten wir nicht brennbare Glaswolle geholt. Aber woher denn dieser Gedanke mit Kamin? Jetzt haben wir das Ding hier, Alter, und chillen wir schön. Eine Raki links, da ein Kaminfeuerholz und da unsere Gurken, Schafskäse, Oliven und los geht's, Mann. تكتر الشوكولاتة. Ich habe soweit alles okay, denke ich mal, links hier. Nicht, dass ihr sagt, hier mehr raus. Aber auf jeden Fall, das reicht erstmal hier. Aber habe ich ein Stück Holz, weil wir holen mal Dings hier, für mich Dings die Stichsäge. Warte. Nicht die Säge, Handsäge, die kleine Handsäge holen für mich. Stichsäge passt ja nicht rein, kann ich nicht. Hier. Nein, ja, da Klonowi. Schau mal diese andere, die Handsäge, das ist Stichsäge. Meine Presse, Alter. Also Aufgabe. Wallah, wie soll ich mit denen arbeiten, yo? Jedes Mal, dann schreibt mich die ganze Zeit. Da mache ich keine Ramate. Auch Stichsäge, ich brauche Handsäge. لو تشوف ما بينات الطنقة. Warum hat ich die Konkurrenz gemacht? Wirklich mal wissen, Mann. Ich will nicht arbeiten, jedes Mal diese Filme. كارت مسلمش جيت شرفاتك لي يا والله هذا من Hier, das ist richtig, oder? مالك was ich ausmache Sag doch Handsäge, sag Stichsäge. ich küsse deine Augen Ja, einer wie du küsst deine Augen. Ich hab keine Augen mehr wegen dir irgendwann. Mit deinen ganzen Filmen, die du machst. klar verstehe ich schon so alles gut danke schön aufnehmen كده بس شكله دريتها بس Ja, Habibi. اشتراش كلام اخو was heißt das Ja, aber Du brauchst ein Loch zwischen der Mitte vom ganzen Radius. Ja. Und von da aus gehst du auf dem Dach. Meister, du hast jetzt dein Loch fertig, ne? Das ist hier fertig, ja. So, wir haben jetzt ein Loch gemacht. Okay. Das heißt, muss man unten erstmal ein Kreuz machen. Das heißt, mit dem Bohrer unten einmal ein Loch machen. Richtig. Von unten rum. Richtig, ja. Wenn du oben bist, musst du dein Schweißband komplett mit dem Teppichmesser einmal Ist mir auch komplett klar, ist mir auch klar. wegschneiden. Ist mir auch klar. Weil wenn du eine Stichsäge gehst, so ist alles klebt. Ist mir auch klar. Dann bist du auf dem Dach drauf. Dann machst du deine Schablone drauf, weil das wird sozusagen die Dichtung sein von deinem Rohr. Alles gut, ja, weiter. Dann musst du einmal das Ganze so ausschneiden. Alles gut. Das heißt, das Ganze wird so aussehen. Okay, von oben aus, ne? Ja, von oben aus, ja. Von oben aus. Dann hast du so ein Loch und dann weißt du genau, was Sache ist. Wunderbar, junger Mann. Also, wir gehen jetzt zusammen gleich hoch und machen das. Warum sollen wir das hier, warum machen wir das erstmal nie? Wir machen den Loch von unten mit dem Bohrer. Damit du von oben siehst, wo die Mitte ist. Ja, dann zeichne mal Dings hier, wo ich das Loch mache von unten. Mach ich sofort. Auf jeden Fall, Freunde, ich küsse doch eure Herzen für diese heftige Resonanz, was ihr auf Basnas Küche macht. Die hat ein Video gestern hochgeladen. Frau Remy hat ein Auto gekauft. 50.000 Klicks einfach nach einem Tag, ja. Mit 10.000 Abonnenten. Ich küsse eure Herzen daraus, die Melek, Mann. So, wie gesagt, das ist erstmal so provisorisch. Natürlich, das Rohr bleibt. Abdeckung oben drauf wegen Regen. Komplett alles mit dieser Schweißbandflüssige habe ich ja komplett alles hier fertig machen lassen. Durch diese Kleber fertig. Ich brauche nichts, hier kann extra diese Gasflasche und Schweißband, habe ich ja keinen Bock dazu gehabt. Das ist ja genau das gleiche.
hast du innerhalb 2-3 Stunden komplett trocken. Und das, was noch kommt hier, das sind diese 3 Meter oder 4 Meter, muss ich mal gucken, über ein Loch hier und über Dach 1,5 Meter noch höher. Die Linie muss ja da sein. Wenn du denkst, ja was haben willst, musst du halt durchziehen, junger Mann. Und da sage ich auch nochmal zu euch allgemein. Ey, was guckst du so? Ich gucke nur euch. Ich bin ein Gutachter. Gutachter. Ja, man macht dein Zeh sauber. Hey, warum schießt du so gegen sie? Guck dich mal an, Mann. Ja. Mach Schwab. Nein, wir machen jetzt hier sauber. Komplett. Und dann war es das erste Mal fürs Anfang. Da kommt noch so ein geiler Chromblech dahin. لا لا تروح باروكا يا هنا هنا شوان كيف؟ باروكا إذا كان كتجي كتجي يا هلا نولنا لو بقي شوفي شوفوا يزعل مال عرب زاب كنا قبش نوجي بسيط كاكازو بكا مالا مني از اللي قلت لك هذا ميرو بشتي أنا قريب في الجيش كبيرة بس راميو هي بسكنا يا وزيد ده توت auf ينادي على الكروب Was ist schön? Ist mir zu langweilig geworden. Ich gehe mir jetzt ein Tattoo machen, Mama. Wir Brody? Ja. Wieso? Ich mache mir einfach ein Tattoo. Freunde, Willst du nochmal ein Tattoo machen? Nein, ich stelle das nach. Ich mache einen schönen Nacken-Tattoo jetzt. Ist das ein Ernst? Ja, es ist ein Ernst. Nein, darfst du nicht. so So Leute, auf jeden Fall, die Geschichte mir gerade mein Tattoo. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, deshalb wundert euch nicht, wegen Farbe und so. Leoplot darf man nicht beschmutzen, schöne Grüße gehen raus an meinen Bildern, ja. Auf jeden Fall, meine Freunde, ich sag euch ganz ehrlich, die Schmerzen hier sind sehr intensiv, weil, wie nennt man das, ja? Bruder, ich habe sehr viel, wie nennt man das? Sehr dünne Haut, wir gehen Richtung an den Halsbereich, an den Seitenbereich. Dort wird die Haut natürlich sehr dünn. Wir haben dort sehr viele Nerven langlaufen, das ist auch normal. Es bleibt nicht aus, dass dort halt auch ein paar Schmerzen hervorkommen. Aber Rami schlägt sich deutlich besser als beim letzten Mal. Fokussiert er? Nein, er fokussiert nicht. Drück einmal drauf in die Mitte. Jetzt fokussiert er. So, kommen wir mal rum. Ein Flügel, die rechte Seite haben wir schon mal soweit fertig. Hier sind wir dabei, wir ziehen gerade die Linien. Genau. Danach kommen noch ein paar Schattierungen, aber heute schlägt er sich auf jeden Fall schon besser. Ey, Wie fühlst du dich körperlich so? Bruder, körperlich ist alles gut. Bei mir läuft alles auf jeden Fall. Freunde, das Tattoo ist jetzt fast fertig und dann gucke ich, ne, was ich in der Zukunft, vielleicht mache ich da noch was rein. Gucken, da an dem Loch dazwischen. Und ihr seht auf jeden Fall, sobald er steht, meine Augen gehen zu, alles geht zu, ich krieg Gänsehaut, sogar untenrum komme ich Gänsehaut. Ja, Mann. Aber wer schön aussehen will, Freunde, muss auf jeden Fall leiden. Schöne Grüße gehen raus an all seine Fans. Abonnieren und liken, ne? Den Channel nicht vergessen. Wenn ihr fette Tattoos haben wollt, egal welche Motive, egal was, checkt auf jeden Fall die Instagram-Seite ab von meinem Bruder Yannick. Hier ist sie unten auf jeden Fall. Geht drauf, wenn ihr ein fettes Tattoo haben wollt, könnt ihr kontaktieren, ihr könnt Preise aushandeln, ihr könnt euch, keine Ahnung, ihr könnt die Seite sehen und gucken, was er da alles gemacht hat. Ruft an für Termine. Ganz genau. Bruder, du bist doch der absolute Motherfucker. Ich küsse doch dein Auge für dieses Motherfucker-Tattoo, mein Bruder, ja? Gerne. Hier, zeig mal den Leuten das aus. Ja, Mann, hier haben wir das Endresultat. Genau, ein bisschen Licht reduzieren hier. Genau. Ich hoffe, euch gefällt's. Rami sagt auf jeden Fall, ihm gefällt's. Ich bin auch zufrieden. Mir gefällt's auf jeden Fall, mein Bruder. Ja, du hast auf jeden Fall ein Baba-Tattoo gemacht. Freunde, checkt sein Instagram auf jeden Fall ab und schreibt ihm, wenn ihr Tattoos haben wollt. Es ist hier in Bremen. Wir sind in Bremen. Wenn ihr geile Tattoos haben wollt, geile Motive oder Zeichen oder was weiß ich, meldet euch auf jeden Fall bei ihm. Ihr seht selber, was soll ich sagen, ja? Oder wild, und wie findet ihr das Tattoo? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das findet. Und schreibt mal eure Meinung rein, eiskalt. Und hört auf mit dieser Haram, Bruder. Habe ich schon zu oft gehört. Das ist mein Hobbyzimmer. Dein Hobbyzimmer? Ja, ein bisschen Haare schneiden. Okay. Ich mache gerade eine klassische Ausbildung als Friseur Ja? und habe mir hier nebenbei ein kleines Zimmer fertig gemacht. Bisschen Spaß, bisschen Kumpels die Haare schneiden. Er hat sogar das hier, er hat sogar dieses Mal am Hals bindet. Bruder, der hat an alles gedacht, ja. Heftig, der hat Puppen, woran er arbeitet. Junge, richtiger Barbier, Alter, mit Zeitung an der Wand. Warte, du bist echt Film, du. Geil, Rock'n'Roll, Baby. Zieh dir das an, dann machst du deine Klamotten nicht dreckig. Nein, Bei uns ziehen wir immer. Dann bleiben die Echt? Also wir ziehen immer weißes an, deswegen sagen wir arbeiten mit weißem Kittel halt. Respekt erstmal und so macht man das eigentlich. Voller Film. Ey, Freunde, das sind hier Zeitungsartikel. Ne? Jetzt haben wir den anderen Bruder. So, habe ich mich gerade gewundert, warum die hier sind. Willst du den Leuten mal sagen, warum die da sind? Ich habe alte Zeitungen von Okay. 1965 circa. Ja? Habe ich sozusagen die Wände damit tapeziert Mhm. und habe dann die zwei Zeitungsartikel gefunden. Habe einmal bei Google
bei eBay geguckt und habe die 2 Maschinen gefunden. Boah. Die ich mir ergattert. Junge. Hier ist einmal die Dual 2000 und hier ist einmal von Siemens ein Schäfer. Heftig. Und die funktionieren noch alle? Die funktionieren, ja. Boah, Killer, ja. Was sagt man bei euch so beim Barbier? Also ich bin traditioneller Barbier. Okay. Ich komme vom traditionellen Bereich, bisschen Rock'n'Roll, bisschen Rockabilly und bei uns sagt man immer Rock'n'Roll. Ey, oh. Ja, lass Sache schneiden jetzt. So, Leute. Fresher Schnitt, ne? Auf jeden Fall lässt man sich wieder blinken, so. Dankeschön an meinen Bruder. Kein Seiten Problem. Sind frisch. Ey, oh. Bruder, du hast Motherfucker-Abteilung hier gemacht. Lob. Dankeschön, Bro. Heftig. So, Freunde, wir gehen jetzt nach Hause und gucken mal, wie die Lage ist. Auf jeden Fall sehen wir uns gleich, wenn ich zu Hause bin. Die Kabi-Pizza darf auf keinen Fall fehlen. Ja, ich habe diese Scheiße da geholt. Das Problem ist, die hatten kein Holz und wir müssen jetzt Holz holen. Ich dachte mir, ich hole Holz aus Bremerhaven direkt. Die haben da noch viele Häuser, da viele Wohnungen. Da haben wir auch viel Holz da. Und ja, wir sind ja auf jeden Fall gerade ganz gechillt am Sitzen in der Garage. Und ja, لا فرمانو زوجي جينا شو إيه سنة قصة Freunde, vor einer Woche, er saß hier, ich saß genau da, wo er sitzt. Er sagt, nein, wir machen kein Kabel. تري أري راس Nein. تري تشوشي eine Woche ist vorbei Ich habe gesagt, ich mach das. jetzt sitzt er da Und jetzt ist hat der- Kamin angemacht Wallah, er- war so schwer Allah. du hast so Theater gemacht أنا بسي und jetzt البجنامتي Hier ist mein Instagram. Hier. Abonniert mir auf jeden Fall auf Instagram, um nichts zu verpassen. Hau rein und Kiki.